Editieren und Bearbeiten, das dauert ja immer so ein bisschen und da ist natürlich toll, wenn es immer ein bisschen schneller geht. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, habe ich hier den XP-Pen Pilot Pro Editing Controller. Der macht euch das Ganze ein bisschen einfacher. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, euch Sachen draufzulegen und das will ich euch heute einfach mal ein bisschen vorstellen. Der Controller ist für knapp 190 € so rum erhältlich. XP-Pen ist da auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich den mal testen will, ob ich den vorstellen will. Und da habe ich gedacht, ich sage einfach mal ja, weil natürlich so ein Controller ist immer relativ cool und zwar für mich natürlich auch interessant zu testen, ob das Ganze in meinen Workflow passt. Ich werde dafür aber natürlich nicht bezahlt, darf meine Meinung frei äußern und mir wurden auch keine Vorgaben gegeben, was ich darüber erzählen muss oder ob ich irgendwie was weglassen sollte oder so. Ich werde euch also die Vor- und Nachteile wirklich alle mal ein bisschen so beibringen. Kommen wir einfach zum Gerät kurz selber. Ihr seht es ja hier schon, der ist relativ klein, liegt aber soweit gut in der Hand. Er wiegt 250 Gramm und hängt da dann auch sehr gut auf dem Tisch. Also der hat da unten irgendwie ja so Gummipuffer oder sowas, dass es sich da eben nicht bewegt. Ihr seht es hier jetzt, ich habe es aktuell per Kabel angebunden. Das Ganze geht aber auch noch mit Bluetooth. Ihr habt da, falls euer Rechner kein Bluetooth kann, wenn es sowas noch gibt, auch einen kleinen Dongle hier dazu. Das ist ein USB-C-Kabel auf USB-A, da ist der Adapter noch dabei auf USB-C. Das heißt, eigentlich an jedem Rechner könnt ihr das Ding soweit anschließen. Ihr bekommt damit dann 12 Knöpfe, 3 Drehregler und einen Joystick, die ihr euch mehr oder weniger komplett frei belegen könnt. Es sind Profile dafür hinterlegt. Ich benutze es hier zum Beispiel für Final Cut und für DaVinci Resolve. In Lightroom habe ich es auch ein bisschen ausprobiert. Da nutze ich es teilweise auch, wenn ich mehrere Bilder benutze. Man kann Apps automatisch zuweisen. Da gibt es Profile dafür. Ihr könnt euch aber auch für jedes Programm, selbst im Word oder sowas, ein eigenes Profil erstellen und das dann komplett selber konfigurieren. Also ihr könnt da wirklich jede Taste, die Joysticks und so weiter einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt da Kürzel zuweisen. Ihr könnt da Shortcuts drauflegen und somit alles bedienen, was ihr eigentlich auf dem Rechner bedienen wollt. Die Software, also der Pilot Controller, ist eigentlich ziemlich übersichtlich und auch relativ einfach zu verstehen. Ihr habt da dann eine Übersicht von eurem Controller und wenn ihr am Controller selber jetzt zum Beispiel eine Taste drückt, dann wird die direkt in der Software aufgerufen und ihr könnt hier einen neuen Befehl drauflegen. Ihr könnt da wie gesagt Tastaturkürzel, Kombinationen oder auch Mausgesten drauflegen. Ihr könnt auch das Scrollen mit der Maus drauflegen. Was ich nicht entdeckt habe, ist das seitliche Scrollen mit der Maus. Also ihr habt ja auf dem Mac zum Beispiel mit dem Trackpad einfach die Möglichkeit, mit 2 Fingern nach rechts und links zu scrollen. Das geht hier leider noch nicht oder ich habe es übersehen. Ich glaube aber, es geht einfach noch nicht. Ich denke, da wird vielleicht mal ein Update kommen, was den Fehler bzw. den Mangel dann beheben wird. Ansonsten könnt ihr da wirklich alles anpassen. Ihr bekommt dann auch noch auf eure Bedienung so eine kleine Vibrationsrückmeldung und die Stärke von der Vibration, die könnt ihr auch noch einstellen. Ihr könnt es für jeden Befehl einzeln einstellen. Das heißt, wenn ihr hier am Drehrad dreht, könnt ihr das stärker einstellen, wie wenn ihr jetzt den Joystick zum Beispiel bewegt. Das hat den Vorteil, ich habe hier auf dem Drehrad zum Beispiel Frame für Frame weiterspringen. Da ist so ein haptisches Feedback schon gut, dann muss man nicht immer genau gucken, ob da jetzt auch ein Frame weitergezogen wurde im Final Cut zum Beispiel. Also das ist schon toll gelöst mit dem Feedback, man kann es aber auch natürlich komplett ausstellen. Die Software an sich ist leider aktuell gerade nur in Englisch erhältlich, beziehungsweise auch Chinesisch und so weiter, aber Deutsch bietet sie noch nicht. Da soll aber ein Update kommen, wo das Ganze dann noch hinzugefügt wird. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt hier wirklich alles frei konfigurieren und das ist meiner Meinung nach schon richtig wichtig auch, weil so kann man sich das eben anpassen. Ich bin auch so ehrlich, die Profile, die mitgeliefert werden, die entsprechen jetzt nicht unbedingt meiner Belegung, die ich auf dem Controller ja ablegen würde. Man muss sich da wirklich Zeit nehmen. Also ihr seid da locker mal eine Stunde oder länger beschäftigt, um den Controller so zu konfigurieren, wie ihr wollt, mit den Kurzbefehlen, die ihr dann in den Programmen auch hinterlegt habt. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Also ihr seid damit deutlich schneller und vor allem auch präziser. Gerade hier dieses Frame-Hüpfen zum Beispiel oder auch mit dem Joystick. Ihr könnt hier natürlich auch Werte verdrehen und so weiter. Das funktioniert richtig gut. Ihr könnt euch auf die ganzen Kurztasten hier Befehle legen, schneiden, zusammenschneiden oder sowas. Das ist schon richtig toll. Das bietet wirklich einen Vorteil. Es ist schneller, wie wenn ihr das Ganze jetzt hier auf der Tastatur macht, wo ihr dann ab und
dazu vielleicht auch mal eine Command-Taste oder eine Optionen-Taste dazu bräuchtet, das könnt ihr hier einfach alles drauflegen. Wie gesagt, das mit dem seitlich Scrollen und so weiter, das ist jetzt noch nicht möglich, beziehungsweise ich habe es einfach noch nicht so richtig gefunden. Das kommt vielleicht mal noch in einem Update, weil dann bietet es euch natürlich noch mehr Möglichkeiten in den Programmen hin und her zu scrollen und so weiter. Es lässt sich damit auch gut color graden, also ihr müsst da dann gezielt natürlich auswählen, die Befehle auswählen, welche ihr machen wollt und euch da drauflegen. Ihr könnt aber auch verschiedene Themes erstellen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im DaVinci seid, dann habt ihr einmal eine Belegung für die Edit-Seite, einmal eine Belegung für die Color Grading-Seite und so weiter. Also da könnt ihr wirklich für jede Seite nochmal das Ding auch einzeln konfigurieren. Abfragen könnt ihr das Ganze dann mit einem Druck hier oben auf die OK-Taste. Da wird euch dann auch nochmal auf dem Bildschirm direkt eingeblendet, wie ihr eure Tasten belegt habt. Also das ist ziemlich übersichtlich und macht da schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Ganze lässt sich, wie gesagt, auch ohne Kabel verwenden. Die Akkulaufzeit dürfte da irgendwas um die 15 Stunden sein. Ich habe es noch nicht so lange kabellos getestet. Also ich war mal so um die 7, 8 Stunden oder so ohne Anbindung und da war noch genug Akkulaufzeit vorhanden, aber was maximal, ich glaube angegeben ist er mit 16 Stunden oder irgendwie sowas. Wie gesagt, das Ding erleichtert euch den Workflow wirklich deutlich, möchte ich mal sagen, aber ihr müsst auch erstmal Zeit investieren, um das dann so zu konfigurieren, wie es euch passt. Da ihr wirklich jede Taste mit einem eigenen Befehl belegen könnt, der Befehl muss ja dann aber auch in eurem Programm, ihr habt da bei Final Cut zum Beispiel die Übersicht von euren Kurzbefehlen und so weiter, da muss das natürlich hinterlegt sein. Also ihr sagt dann hier zum Beispiel, ihr wollt Command A für was nehmen, dann soll das natürlich auch im Final Cut hinterlegt sein, was mit Command A dann passiert. Wenn ihr das dann aber hinterlegt habt, habt ihr damit ein super Tool, was euch euren Workflow einfach deutlich vereinfacht. Für 190 € muss natürlich jeder für sich selber festlegen, ob ihm sowas was weiterbringt. Die Zeitersparnis, die ihr damit haben könnt, ist natürlich sowas, das kann man sich vielleicht wieder gegenrechnen und so weiter und dann macht es schon Sinn. Ich bin auch gespannt, was sich da vielleicht noch mit Updates ergibt. Gerade dieses Scrollen und so weiter wäre da natürlich noch toll, aber auch so jetzt mit dem aktuellen Stand macht es schon richtig Spaß, das Teil zu benutzen. Und so richtig einen negativen Punkt, bis auf vielleicht das Scrollen, kann ich auch gar nicht feststellen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich euch da vielleicht erwähnen sollte, was damit nicht richtig funktioniert oder so. Es ist wichtig, dass ihr es richtig konfiguriert und dann funktioniert es auch ohne Probleme. Das Gerät selber kommt dann auch noch mit so einem kleinen Behälterchen, da könnt ihr das reinpacken für einen Transport, wenn ihr damit unterwegs sein wollt. Ist auch von Vorteil, weil das in der Tasche oder so lommelt das vielleicht dann so rum. In dem Behälter ist das wirklich gut fixiert. Ich verlinke euch das Ganze unten mal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen und gegebenenfalls dann natürlich auch bestellen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit erstmal gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die einfach gerne in die Kommentare. Habt ihr das Gerät vielleicht schon bestellt oder benutzt ihr andere Geräte? Schreibt es einfach mal rein und ja, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.